Hier ein paar Stichworte zum Video. Passaround, Autor Heinz, Midgardsmesser, Bömbur, limitiert auf 200 Stück, Ghost Design, Intro. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Sowas bekommt man bei mir im Normalfall nicht zu sehen. Eine wirklich seltene Ausnahme, zu der es aufgrund einer erfolgreichen Bewerbung für ein Passaround kam. Das hier ist das Midgards Bömbur und ich bin einer von 4 Glücklichen, die dieses Messer vorstellen dürfen. Und zudem wird dieses seltene Messer dann unter den 4 Teilnehmern am Ende verlost. Ja, mein erstes Passaround und dann gleich so eine riesige Chance. Auf diesem Wege ein großer Dank an Midgardsmesser, also an Dirk Hofmeister und an Hendrik vom Kanal Autor Heinz. Dieses Passaround wird durch diese beiden erst ermöglicht. Tolle Sache. In die Videobeschreibung packe ich alles Wichtige rund um das Passaround. Verlinke auch die bisherigen Videos zum Bömbur aus dem deutschsprachigen Raum und nach auch die Videos der 3 anderen Teilnehmer. Bevor ich starte, noch ein paar Infos zum Bömbur. Die Wortherkunft ist interessant und beschreibt das Messer auch sehr gut. Bömbur oder auch Bombur ist zum einen der Name eines Zwerges aus der Heldensage Edda, zum anderen ein Zwerg aus Herr der Ringe, also Bombur. Aber eigentlich stammt der Name aus dem Altnordischen und bedeutet einfach nur der Dicke. Und ich finde, das passt wirklich sehr, sehr gut. Das ist schon ein ganz schöner Brocken. Ja, geliefert wird das Bömbur in dieser schönen Tasche. Das wirkt sehr hochwertig. Unterstreicht den Auftritt nochmal. Hier ist ein schönes Patch. Den kann man ja auch mal woanders hin machen, vielleicht an die Jacke. Auch eine tolle Sache. In der Tasche war die Visitenkarte von Dirk Hofmeister, also von Midgardsmesser. Ein schöner reflektierender Aufkleber. Und Hendrik hat hier noch Plusgriffschalen von einem Victorinox rein. Die sind aus Filament, also vom 3D-Drucker. Ich denke mal, das geht dann am Ende an den Gewinner. Wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Ja, eine Besonderheit gibt es hier noch. Das Midgards Bömbur wird unter sehr, sehr hohen Qualitätskontrollen bei Concept Knives hergestellt. Das merkt man auch. Dazu komme ich dann aber gleich noch. Ja, das war erstmal genug Info. Kurz zum Videoaufbau. Erst gehe ich auf den Griff ein, danach auf die Klinge und am Ende gibt es ein Fazit, in dem ich noch ein paar Worte zu Midgardsmesser sagen werde. Ja, dann baue ich hier kurz um und dann geht's los. Zum Griff, was zuerst ins Auge fällt, sind diese Totenköpfe, das sogenannte Ghost Design. Das wird von Midgardsmesser auf Wunsch mit einem Hochleistungslaser aufgetragen. Standardmäßig kommt das auf 200 Stück limitierte Bömbur in diesem leicht bläulichen Ton. Ich denke, man sieht das so halbwegs, ja. Ansonsten bestehen Griffschalen und Backspacer aus CNC gefrästen Titan. Man spürt hier keinerlei Übergänge, keine Kanten, nichts. Dann sind hier Rillen eingefräst, die lockern die Showseite etwas auf, verleihen Grip und nicht zuletzt hat man hier auch eine Gewichtsersparnis. Thema Gewicht, auch innerhalb des Griffes wurde hier einiges an Material weggenommen. Das kann man hier ganz gut sehen. Das macht auch durchaus Sinn. Das spezifische Gewicht von Titan liegt zwar ca. 40% unter dem von Stahl, aber das Bömbur wiegt laut Werksangaben 207 Gramm. Ich habe 210 gemessen und das ist dann doch ein ganz schöner Brocken. Also da ist man um jedes wegfallende Gramm froh. Gehen wir mal auf diese Seite hier. Man sieht, das ist eine Framelock-Konstruktion. Wir haben einen perfekt sitzenden Framelock, der könnte sogar hier noch ein bisschen rein, aber das ergibt sich sowieso mit der Zeit. Also wirklich sehr, sehr gut gemacht. An der Kante des Framelocks, das werde ich dann mit Bildern zeigen, weil das sieht man hier jetzt relativ schlecht, befindet sich ein kleines verschraubtes Stahl-Inlay. Ich mutmaße jetzt mal, dass dieses Inlay im Bedarfsfall ausgetauscht werden könnte, also falls der Framelock mal nicht mehr so sauber stehen sollte. Gleichzeitig dient dieses kleine Stück Metall als Überdehnungsschutz bzw. als Over-Travel Stop. Ja, dann
Dieser Clip, der geht hier fast schon eine Symbiose mit dem Griffrücken ein, wirkt wie aus einem Guss. Das ist eigentlich eine Art Interpretation eines Radclips, nur eben eckig und aus Titan. Also wirklich sehr, sehr schön gemacht. Dieser Clip baut auch hoch genug auf, das heißt, man bekommt ihn auch über die Stoffkante seiner Hose. Das ist heutzutage leider nicht mehr selbstverständlich. Ja, man muss aber dazu sagen, die Spannung von dem Ding ist wirklich richtig hoch. Also ja, naja, ist aber jetzt auch nicht so schlimm. Zur Befestigung, das sind hier zwei Achtertorx. Übrigens sind auch die Griffschalen mit Achtertorx verschraubt und auch die Achsschraube. Das heißt, man kann das ganze Messer mit einem Achtertorx zerlegen. Lediglich dieses Stahlinlay ist ein 6er Torx. Das stört dann aber auch nicht weiter. Wirklich, kann man nicht sagen, richtig gut gemacht. Die Trageposition ist hier lediglich Tip-Up rechts. Der Clip ist nicht umsetzbar. Deep Carry ist hier auch nicht, wie man sieht. Ja, dazu möchte ich aber erwähnen, dass Midgards fürs Bömbur optional TPU-Messerscheiden anbietet. Gibt es dann für Quer- und normale Tragweise, bietet sich bei dem Gesamtgewicht von über 200 Gramm vielleicht auch an. Also ich habe es mal in der Hose getragen und ich muss sagen, das ist schon heftig. Das ist wirklich, das zieht einem die Hose schon ein bisschen runter. Ja, wer dann noch im Besitz eines 3D-Druckers ist, kann sich seine Messerscheiden auch selbst ausdrucken. Von Midgards Messer hält man dann die nötigen STL3-Dateien. Das finde ich richtig gut. Das sind so kleine Sachen, die einfach was ausmachen. Also das ist wirklich eine Besonderheit. Jetzt noch zum Wichtigsten. Die Handlage kann man einfach nur als genial bezeichnen. Also der Griff liegt hervorragend in der Hand und ist ausreichend groß dimensioniert. Ich habe Handschuhgröße 10. Das sind hier 124 mm. Also Handschuhgröße 11, 12 ist überhaupt kein Problem. Griffbreite sind 16 mm und wir haben hier ein Griffvolumen im vorderen Bereich von etwa 83 mm und im hinteren Bereich von ungefähr 90 mm. Also man hat hier richtig satt was in der Hand. Der Clip stört die Handlage auch überhaupt nicht. Dann vorne hier, schön gelöst, ein Guard. Dazu hinten noch ein sehr, sehr großes Lanyard Hole. Diese Aussparung ist laut Dirk Hofmeister nur ein Designelement. Ja, ich habe mir überlegt, dass man da vielleicht mit einem Kabelbinder eine Taschenlampe drauf montieren könnte, aber das war bloß mal so ein kurzer Gedanke. Insgesamt lockert dieses Designelement das Ganze noch ein bisschen auf, also macht es ein bisschen luftiger. Das ist halt wirklich ein Brocken, das kann man nicht anders sagen. Ja, was soll ich sagen? Sehr gute Handlage, hervorragende Verarbeitung, ein absolut gelungenes Griffkonzept. Ich würde sagen, wir kommen zur Klinge. Die Klinge weist beeindruckende Abmessungen auf. Die Klingenlänge beträgt hier effektiv ab dieser kleinen Schleifkabe 96 mm. Wenn man hier die Schneiden lang misst, sind das sogar 105 mm. Und ab dem Griff bis zur Spitze sind es immer noch 90 mm. Klingenhöhe laut Werksangabe 39 mm. Ich habe hier 40 mm gemessen. Klingenbreite sind 5 mm und im Bereich der Spitze ist das hier immer noch sehr, sehr stabil ausgeführt. Ja, das ist eine relativ lange, hohe und breite Klinge. Und wenn man das Messer hier so in der Hand hält, hat man wirklich das Gefühl, das ist ein feststehendes Messer. Null Klingenspiel. Die Verarbeitung ist wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau. Zum Vergleich lege ich hier mal das Cold Steel Dropforged Hunter hin. Also das ist von den Abmessungen sehr, sehr nah dran. Vom Bömbur gibt es auch eine feststehende Variante, nur mal so zur Info. Was mir persönlich an dem Messer auch sehr gut gefällt, ist dieser Kniff mit dem Griff. Die Klinge hat hier, wie erwähnt, eine ganz kleine Schleifkabe. Dennoch beim Schneiden liegt man direkt über dem Werkstück. Man sieht das hier. Also die Kraftübertragung bei Schnitten im hinteren Klingenbereich, die ist wirklich hervorragend. Hier oben ist ein ganz fein ausgearbeitetes Chimping. Es fällt erstmal so gar nicht auf, also ist wirklich dezent. Und so dezent gefällt mir das dann auch ganz gut. Ich bräuchte es eigentlich nicht, aber wie gesagt, so ist es schön gelöst. Naja, zur Klingenbreite möchte ich noch was sagen. Ihr wisst, ich bevorzuge eher schmalere Klingen. Ja, dazu sage ich dann im Fazit noch ein paar Worte. Dann haben wir hier noch eine, ja, für Midgards fast schon obligatorische beidseitig angebrachte Rille. Die kann man sehr gut für einen Vorgriff verwenden, da hat man auch ein sicheres Gefühl.
Dann ist das hier Drop Point, ganz leichtes Wedge im vorderen Bereich, also auch eine Wedge, mit der ich mich anfreunden kann. Nicht so extrem wie bei manchen anderen Messern, schön gelöst. Und das ist hier ein relativ hochgezogener Flachschliff. Ich war ein bisschen erstaunt beim Messen. Ich habe in diesem Bereich 0,6 mm hinter der Schneidphase gemessen und im vorderen Bereich 0,5 mm. Für so eine brachiale Klinge sind das wirklich gute Werte. Ja, das ist wirklich schneidfreudiger, als man denkt. Papier ist gar kein Problem, das hat der Hendrik bewiesen in seinem Video. Auch Gemüse schneiden geht, auch wenn es da sicherlich vielleicht praktischere Messer dafür gibt. Schnüre und Gurte sind ebenfalls überhaupt kein Problem. Ja, ich werde jetzt das Messer hier nicht so richtig hart rannehmen. Das ist ein Passaround und ich möchte das Messer nicht beschädigen. Aber ihr könnt mir glauben, dass das Bömbower extrem scharf ist. Es ist stabil. Es hält einfach einiges aus. Das sieht man dem Messer auch an und die Werte sind auch überzeugend. Beim Stahl hat sich Midgards Messer für den CPM D2 entschieden, also die pulvermetallurgische Variante des D2-Stahls. Ich blende euch hier mal eine Tabelle ein. Auf den ersten Blick sind die Unterschiede gar nicht so offensichtlich, aber der CPM D2 durchläuft einen anderen Herstellungsprozess. Der wird heiß isostatisch verpresst, man hat dann weniger Lufteinschlüsse, eine gleichmäßigere Stahlstruktur. Das ganze Gefüge ist um einiges homogener, widerstandsfähiger als beim normalen D2. Der CPM D2 ist zäher, verschleißfester und folglich auch schnitthaltiger, also durch diese Eigenschaften auch langlebiger. Und naja, wenn man sich jetzt mal die hohen Preise für Produkte aus pulvermetallurgischem Stahl anguckt, dann kann man das jetzt vielleicht so ein bisschen nachvollziehen. Ja, gehärtet ist der CPM D2 auf etwa 61 HAC, der Chromanteil ist mit ca. 11,5% für einen rostfähigen Stahl relativ gering. Ja, das heißt letztendlich, dass der CPM D2 so wie der D2 zu Rost neigen. Ab und zu mal ein bisschen einölen wäre definitiv nicht schlecht. Jetzt noch zu zwei Besonderheiten. Zum einen haben wir hier ein leuchtendes Inlay. Moment bitte, ich zeige euch das mal schnell. Das ist nachtleuchtend. Kleines optisches Highlight, so ein bisschen wie bei Actanon Werber. Auch dieses Inlay kann man sich theoretisch selbst ausdrucken, wenn man einen 3D-Drucker besitzt. Die Datei wird von Midgards Messer mitgeliefert. Soll so ein bisschen den Zweihandcharakter dieses Messers unterstreichen. Das klappt allerdings nur bedingt, muss ich sagen. Also das Messer lässt sich auf mehrere Arten relativ leicht öffnen. Ja, der Detent ist zwar wirklich stark, aber die Einhandöffnung ist kein Problem. Optional kann man dieses Inlay auch entfernen. Dann hat man ein reines Einhandmesser, also wie vorher eigentlich auch. Aber Midgards Messer hat auch hier mitgedacht. Also hier befindet sich ein kleines Loch. Das ist zum einen da, dass es hier sauber in den Klingstopp einrastet. Zum anderen hat sich Midgards gedacht, man könnte hier ein kleines Schloss durchführen. Funktioniert auch, bei mir stimmt leider die Bügellänge nicht, aber theoretisch würde das funktionieren. Gut, das ist eine schöne Sache. Ich muss sagen, wenn man dann wirklich mal kontrolliert wird und das so macht, dann kann man schon argumentieren, dass dieses Messer vom sofortigen Zugriff geschützt ist. Ja, schöne Sache. Mitgedacht auf jeden Fall. Ich kann jetzt das hier mal wieder reindrücken. Das habe ich übrigens im Video von Midgards Messer selbst gesehen, sowohl das mit dem leuchtenden Inlay als auch das mit dem Schloss. Also ist keine blöde Idee. Auf jeden Fall eine Option. Ansonsten läuft die Klinge extrem ruhig. Also ich kann das schlecht beschreiben, aber die Klinge, da reibt nichts. Das Ding schwebt aus dem Heft. Ich kann es nicht anders sagen. Beim Gewicht muss ich jetzt gar nicht davon reden, dass es hier von selbst reinklappt. Also das ist jetzt nicht das Problem. Ja, zu den Kugellagern noch mal ganz kurz. Die befinden sich links und rechts in ganz kleinen Aussparungen in den Griffschalen. Also das sind so kleine Aussparungen
und die sind nochmal von speziellen Washern unterlegt. Also wir haben hier Kugellager, die quasi in einer Art Rinne auf einem Washer laufen. Wirklich genial gelöst. Ich habe in der Videobeschreibung auch ein Video verlinkt, in dem das Bömbur zerlegt wird. Müsst ihr euch mal anschauen. Da sieht man auch, wie hochwertig diese Verarbeitung von diesem Messer ist. Ja, gut. Soweit bin ich durch. Ich würde sagen, jetzt ist Zeit für ein Fazit. Mein Fazit: Wir haben hier mit dem Bömbur ein außergewöhnliches Messer, das sehr hohe qualitative Standards erfüllt. Dem Namen Bömbur, also der Dicke, macht das alle Ehre. Besonders hier auch im eingeklappten Zustand. Das trägt hier mit 48 mm gewaltig auf. Diese optionale TPU-Messerscheide sollte man sich wirklich überlegen. Ich denke mal, so ein Messer macht sich normalerweise kaum jemand an die Hose, vielleicht noch an eine Pouch. Ja, es ist ein relativ hohes Gewicht. Man muss aber auch angesichts dieser brachialen Klinge sagen, dass das Gewicht dann auch in Ordnung geht. Kommen wir zum Preis. Das Bömbur kostet 299 €. Das ist jetzt nicht wenig. Man muss allerdings auch dazu sagen, die Limitierung auf 200 Stück leistet ihren Beitrag. Dann ist es makellos verarbeitet. Es sind hochwertige Materialien, Titan, CPM D2. Die Preisfrage ist schwer und wird auch immer eine Grundlage für Diskussion bleiben. Der Markt ist da. Es wird mit Sicherheit seine Käufer finden. Ja, und solche Messer erleiden im Normalfall auch keinen Wertverlust. Midgards Messer und Concept Knives haben hier absolut abgeliefert. Kann man nicht anders sagen. Das ist ein schönes Stück. Ja, natürlich wie immer Geschmackssache. Optisch mag das nicht jedem liegen, aber es ist technisch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ja, noch diese paar Worte zur Klingenbreite, die ich verlieren wollte. 5 mm, das ist nicht wenig. Es ist aber andererseits auch was Typisches für Midgards Messer und ich erachte das als sehr kluge Strategie. Es gibt viele Käufer, die genau sowas gut finden. Der Markt bzw. die Nachfrage ist da. Ja, wieso also nicht? Ne? Das ist immer alles Geschmackssache. Und es gibt ja auch reichlich Alternativen. Also wer was Schmaleres möchte, der kann sich was Schmaleres kaufen. Kein Problem. Okay, das war's im Wesentlichen. Zum Schluss möchte ich mich nochmal bei Dirk Hofmeister und bei Hendrik für diese Möglichkeit bedanken. Mir hat das wirklich Spaß gemacht. Das Messer geht jetzt dann auch direkt auf die Reise zum nächsten Teilnehmer. In diesem Zusammenhang verweise ich nochmal auf die Videobeschreibung. Dort werden alle Videos der Teilnehmer zu finden sein. Nochmal kurz zum Thema Passaround, wenn da mal wieder irgendwas stattfinden sollte. Also es geht jetzt gar nicht darum, dass man so ein Messer gewinnen könnte, sondern das einfach nur mal in der Hand zu halten und auch mal vorzustellen. Dann bin ich bei sowas gerne dabei. Ja, zum Abschluss wünsche ich allen Teilnehmern ganz viel Glück. Ich weiß, wer alles teilnimmt und alle hätten es verdient. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.